Hallo, ich bin die Andrea von 10 Talente und ich zeige dir heute diesen Ring. Die zwei 30 cm Fäden quer übers Brett spannen, sodass die Mitte der Fäden in der Mitte des Brettes zu liegen kommt. Den 70 cm Faden in der Kontrastfarbe unter den gespannten 30 cm Fäden durchstecken, 20 cm abmessen und feststecken. Die 20 cm über die gespannten Fäden herunterlegen. Den kurzen Faden über den langen legen. Der lange macht nun 6 Halbschläge um den kurzen herum. Der lange Faden geht unter dem kurzen drunter durch nach links und macht einen Halbschlag nach links, dann geht er wieder unten drunter durch, macht einen Halbschlag nach rechts, dann tauscht er wieder unten drunter durch und macht einen Halbschlag nach links und so weiter, bis man 6 Halbschläge hat. Der Knotfaden zeigt dann nach links. Nun drehst du deine Fäden um 180 Grad herum, sodass die gelben Fäden nach oben zeigen. Alles wieder schön mittig ausrichten. Falls die gelben Fäden nicht ganz in der Mitte waren, kannst du das jetzt noch korrigieren. Dann klemmst du alles wieder sauber fest und nimmst den roten 70 cm Faden, steckst 20 cm unten durch, steckst die 20 cm genau neben den gelben Fäden fest und führst das kurze 20 cm Fadenende nach unten als Leitfaden. Der lange Faden geht unten drunter durch unter dem kurzen und macht einen Halbschlag nach rechts. Dann tauscht er wieder unten durch nach links und macht um den kurzen einen Halbschlag nach links, dann wieder nach rechts und so weiter, bis du 6 Halbschläge hast. Der Knotfaden zeigt nach dem 6. Halbschlag wieder nach links. Den Leitfaden über die roten Fäden nach oben legen und den Knotfaden unter den roten Fäden hindurchstecken und nach oben legen. Dass das hier immer wieder so wackelt, liegt daran, dass ich so dünne Fäden habe und deshalb so weit mit der Kamera runtergehen muss, dass ich immer wieder dran stoße. Sorry. Der gelbe Leitfaden wird nun über diese roten Fäden nach unten gelegt und der gelbe Knotfaden geht unter diesen roten Fäden hindurch. Der lange gelbe Faden geht unter dem kurzen gelben Faden hindurch und macht einen Halbschlag nach rechts, geht wieder unten durch, macht einen nach links, tauscht wieder unten durch, macht einen nach rechts und so machst du weiter, insgesamt 12 Halbschläge. Wenn dir das hier zu schnell geht mit den abwechselnden Halbschlägen, dann empfehle ich dir zuerst noch
dieses eingeblendete Video zu schauen. Nach dem letzten Halbschlag zeigt der Knotfaden wieder nach links. Jetzt das Ganze wieder um 180 Grad wenden und auch auf die andere Seite mit den roten Fäden 12 Halbschläge knoten. Dabei geht der kurze Leitfaden wieder über die beiden horizontalen roten Fäden und der lange rote Faden geht unter den horizontalen Fäden hindurch. Am Schluss soll der Knotfaden wieder nach links zeigen. Jetzt holst du den gelben Leitfaden wieder herunter über diese roten horizontalen Fäden und der gelbe Knotfaden geht unter den horizontalen Fäden hindurch. Der lange Knotfaden tauscht jetzt unter dem gelben kurzen hindurch auf die rechte Seite. Ich schiebe noch meine Schnecke ein bisschen zusammen und der lange Faden macht einen Halbschlag nach rechts. Dann tauscht er unten durch, macht einen Halbschlag nach links und wieder nach rechts und so weiter. Insgesamt 20 Halbschläge. Jetzt wendest du dein Werkstück wieder um 180 Grad herum, sodass die gelben Fäden nach oben schauen, und dann steckst du alles wieder schön fest. Der rote Leitfaden wird jetzt wieder über die gespannten roten horizontalen Fäden gelegt. Der rote Knotfaden geht unten durch. Dann geht er noch unter dem kurzen Leitfaden hindurch nach rechts und macht einen Halbschlag nach rechts. Dann tauscht er wieder unten durch, macht einen Halbschlag nach links, tauscht wieder unten durch, macht einen nach rechts. Insgesamt auch wieder 20 Halbschläge. Am Schluss muss der Knotfaden wieder nach links schauen. Dann holst du dir die beiden linken horizontalen Fäden und fädelst eine 3 mm Perle auf beide Fäden. Wieder festklemmen, den gelben Leitfaden oben drüber, den Knotfaden unter den gespannten horizontalen Fäden durch und jetzt machst du nochmal 6 Halbschläge.
Am Schluss zeigt dein Knotfaden wieder nach links. Das gelbe Würmchen schiebst du jetzt noch ein bisschen nach rechts. Es folgt wieder eine 180-Grad-Wende. Die gelben Fäden sollen wieder nach oben schauen und ich klemme wieder alles fest. Dann mache ich auf die linken beiden Fäden auch eine 3 mm Perle. Der rote Leitfaden geht oben drüber, der rote Knotfaden unter den horizontalen Fäden durch und der lange Faden geht jetzt wieder nach rechts und macht einen Halbschlag, dann tauscht er unten durch, macht einen Halbschlag nach links und so weiter. Insgesamt 6 Halbschläge. Am Schluss schaut der Knotfaden nach links. Jetzt mache ich mit meinem Werkstück eine 90-Grad-Wende, sodass die gelben Fäden nach unten schauen. Auf die beiden 30 cm Fäden, auf die roten, fädle ich jetzt meine 2 mm Perle. Dann lege ich den Knotfaden, den gelben, unter den beiden roten hindurch auf die andere Seite. Den gelben Leitfaden lege ich zu den roten Leitfäden dazu und umknote jetzt alle 3 mit einem doppelten Halbschlag nach links. Das gelbe Würmchen schiebe ich jetzt noch ein bisschen hoch entlang den roten Fäden, damit es sich noch schöner in die Kurve legt. Dann knote ich ein Würmchen mit abwechselnden Halbschlägen rechts, nach links und so weiter. Je mehr Leitfäden im Ringband laufen, desto steifer und stabiler wird der Ring. Bei 3,2 cm ab der Mitte gemessen kannst du die Seite wechseln und die andere Seite weiterknoten und dann eine Anprobe machen. Ich wiederhole den gleichen Arbeitsablauf auf der anderen Seite. Zuerst die 2 mm Perle auffädeln, dann den Knotfaden nach links unter den beiden 30 cm Fäden hindurch auf die andere Seite bringen, den Leitfaden zu den anderen Fäden dazulegen und mit dem langen Knotfaden einen doppelten Halbschlag nach links machen. Die beiden kürzeren 30 cm Fäden festhalten und daran das kleine rote Würmchen noch ein bisschen hochschieben, dass es sich noch schöner in die Kurve legt. Dann folgt das Würmchen. Immer abwechselnd nach rechts und nach links um die 3 Leitfäden herum, bis es genau gleich lang ist wie auf der anderen Seite. Jetzt drehe ich das Würmchen auf die linke Seite und stecke es in der Mitte gut fest.
Dann lege ich die 3 Leitfäden von oben nach unten und die 3 Leitfäden von unten nach oben. Ich lege also diese Leitfäden nebeneinander und mache mit dem Knotfaden, der vorhin nach links geschaut hat, jetzt einen Halbschlag nach rechts um alle 6 Leitfäden herum. Dann gehe ich mit dem Knotfaden unter diesen Leitfäden drunter durch auf die andere Seite, mache einen Halbschlag nach links, gehe wieder unten durch und mache einen doppelten Halbschlag nach rechts herum. Ich wende meinen Ring um 180 Grad herum, lege wieder diese 6 Leitfäden nebeneinander und mache das gleiche mit dem gelben Knotfaden. Das heißt, der gelbe Knotfaden schaut jetzt nach rechts. Jetzt gehe ich zuerst unten durch, mache einen Halbschlag um alle 6 Leitfäden herum nach links. Dann gehe ich wieder unten durch mit meinem Knotfaden, mache einen Halbschlag nach rechts, gehe wieder unten durch und mache einen doppelten Halbschlag nach links. Diese 4 Halbschläge oben und unten brauchen auch noch ein bisschen Platz, deswegen das musst du bei der Anprobe berücksichtigen, dass der Ring noch nicht ganz zugehen soll. Jetzt legst du deinen Knotfaden zur Seite und packst die 3 Leitfäden und ziehst an denen. Dann nimmst du die 3 Leitfäden auf der anderen Seite und ziehst auch an denen. Vorsicht, nicht am Knotfaden ziehen, sondern nur an den Leitfäden. Du ziehst so lang, bis der ganze Ring zusammengerutscht ist. Dann ziehst du vorsichtig nochmal an jedem Faden einzeln, bis die letzte Schlaufe im Würmchen drin verschwindet. Zack. Dann schneide ich alle Fäden ab und verschmore sie. Ich beginne immer mit den Knotfäden und mache danach die Leitfäden. Wenn ich die Schmorstellen zusammendrücke, dann drehe ich dabei immer das Ringband ein bisschen, damit nachher nichts absteht und mich stupft. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Projekt.